und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Anna, ich bin heute alleine und ich wollte mit euch über Kimchi reden. Warum? Wie komme ich da überhaupt drauf? Ich bin seit 2 Wochen einfach durchgehend krank. Ich habe kein Corona, keine Sorge. Aber ich hatte jetzt die letzten Wochen immer wieder irgendwelche komischen Entzündungen und das hatte ich ehrlich gesagt noch nie so schlimm wie gerade. Deshalb dachte ich mir, ich muss etwas tun für meine Gesundheit. Und dann dachte ich mir, ich muss irgendwas finden, was ich machen kann, was aber irgendwie auf natürlicher Basis ist, denn ich mag es überhaupt nicht, ständig irgendwelche Medikamente zu nehmen. Und glaub mir, das habe ich in den letzten 2 Wochen relativ oft getan, weil es einfach nicht anders ging. Das ist auch der Grund, warum ich heute alleine bin, weil ich natürlich niemanden anstecken möchte. Ja, und weil ich ja ein Fan von Korea bin und unser ganzer Channel ja nur von Korea handelt, dachte ich mir, was machen denn Koreaner, wenn sie krank sind? Und dann habe ich entdeckt, dass Koreaner fast nie krank sind, beziehungsweise dass sie sehr selten krank sind. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dort ein sehr großer Zusammenhang mit der Ernährung besteht. Und wie wir alle wissen, essen Koreaner fast täglich Kimchi. Nicht alle, aber die meisten. Was ist Kimchi überhaupt? Das ist eingelegtes, fermentiertes Gemüse und es ist nicht nur dieser Kohl, den alle immer kennen. Denn Kimchi gibt es auch aus Gurken, gibt es aus Rettich, gibt es aus Zwiebeln, aus allem Möglichen und das heißt alles Kimchi. Also Kimchi ist nur der Oberbegriff, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich nur sowas wie fermentiertes Gemüse. Und eben diese Fermentation ist auch das, was Kimchi so gesund macht, denn es enthält viele Probiotika und die sind sehr gut für unseren Darm, für unsere Darmflora. Und in Asien herrscht halt dieser Grundgedanke, dass die Gesundheit im Darm liegt. Und Kimchi hat sehr, sehr gute gesundheitliche Vorteile, wenn man das regelmäßig isst. Außerdem stärkt Kimchi auch unser Immunsystem. Das ist genau das, was ich gerade brauche. Wirklich, weil so langsam ist es mit dem Wetter ja hier nicht mehr so schön. Sommer kann man sagen, ist ja schon wieder fast vorbei, zumindest bei uns in NRW. Es wird langsam wieder kälter, es ist grau, es ist regnerisch. Und ja, das ist eigentlich der Herd für Entzündungen. So ein Wetter, würde ich jetzt mal behaupten. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere gesundheitliche Vorteile, aber das könnt ihr euch alles im Internet durchlesen. Ich lasse euch einen Link in der Infobox da, wo ihr euch das alles durchlesen könnt. Ich will einfach nicht, dass das Video so ein reines Informationsvideo wird. Das ist einfach zu langweilig. Deshalb fahre ich jetzt in den Asiamarkt und kaufe dort unter anderem Kimchi und zeige euch dann auch, welches Kimchi ich immer kaufe, wie viel das kostet. Ich kaufe aber auch noch ein paar andere Sachen, die ich euch dann auch zeige. Das heißt, am Ende kriegt ihr eine kleine Asiamarkt-Ausbeute. Wir sehen uns dann. Da sind wir wieder. Ich war schon einkaufen. Ich wollte eigentlich in dem Laden auch filmen. Das ging aber nicht. Warum? Weil ich wieder 2 Minuten vor Ladenschluss da war und schon wieder alle Menschen aufgehalten habe. Ich weiß auch nicht, warum ich so verpeilt bin. Jetzt zeige ich euch, was ich geholt habe. Also ich habe ja schon mal in einem Video gezeigt, welches Kimchi ich immer hole. Das ist das hier von Bibigo. Das ist nur so eine kleine Packung, 150 Gramm sind da drin und das kostet 1,95 €. Davon habe ich aber insgesamt 5 Packungen gekauft. Warum diese kleinen und nicht einfach direkt eine große Packung? Weil wenn man einmal diese große Packung aufgemacht hat, dann sollte man das in einen Container tun und am besten auch in einen dunklen Container, also nicht die aus Glas oder aus Plastik. Kimchi sollte eher dunkel und kalt gelagert werden und ich verfüge einfach nicht über so einen Container, müsste ich mir mal anschaffen. Und ich habe auch nur 5 Packungen jetzt davon gekauft, weil Anastasia und ich haben vor, demnächst Kimchi mal selbst zuzubereiten und zwar die ganz traditionelle Form des Kimchi, weil wenn man nämlich nach Kimchi-Rezepten sucht, werden einem oft diese Whitewashed-Versionen von Kimchi gezeigt. Und wir wollen aber das richtige, traditionelle Kimchi machen, damit ihr auch mal seht, wie das funktioniert, weil so schwer ist das tatsächlich gar nicht. Dann noch ein paar andere Sachen, die ich immer kaufe, wenn ich in den Asiamarkt gehe. Das ist einmal Gochugaru. Das ist diese
Pfefferflakes, Red Pepper Powder. Gucken, dass das Made in Korea ist, weil das ist einfach eine bessere Qualität als diese Flakes aus China. Dann natürlich Sesamöl ist auch immer sehr wichtig. Achso, die Preise. So eine kleine Flasche Sesamöl kostet jetzt 2,50 €. Das sind wie viel Gramm? 55 Milliliter sind das. Also nicht ganz so günstig. Gochugaru hat jetzt 3,75 € gekostet. Ja, ist aber eine relativ große Packung, also das wird lange halten. Dann kaufe ich immer Silken Tofu. Daraus mache ich immer Kimchi Jjigae. Falls ihr dafür das Rezept haben wollt, schreibt mir gerne jetzt einen Kommentar, denn dann kann ich auch dazu ein Video veröffentlichen. Und dann auch ganz wichtig, werden jetzt viele schockiert sein, ist das hier. Dried Fish. Das sind Anchovies oder wie das heißt, also so getrocknete Sardellen, gesalzene getrocknete Sardellen. Die isst man nicht einfach so, das ist nicht so ein Snack, sondern das fügt man hinzu in so Suppen und Eintöpfe and so on. Also das kommt fast überall rein, eigentlich in koreanische Gerichte. Das macht einfach diesen typischen Umami-Geschmack, wenn ihr wisst, was das bedeutet. Das macht einfach das macht die Brühe von Suppen und so weiter einfach viel intensiver. Also wenn man die weglässt, dann schmeckt das einfach nicht so authentisch. Dann einmal Spaghetti, das ist Instant-Version von Jjajangmyeon. Und dann einmal für Anastasia habe ich noch so einen Gin-Ramen mitgenommen, die Veggie-Version, weil das relativ mild ist und nicht ganz so scharf. Dann habe ich noch schwarze Bohnenpaste gekauft. Das ist nicht die süße, sondern die man eben verwendet, um zum Beispiel Jjajangmyeon zu machen. Und auch wenn ihr dafür das Rezept haben wollt oder mal sehen wollt, wie man das macht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich veröffentliche sehr gerne Rezepte, weil ich sehr gerne koche. 500 Gramm sind da drin. Hat 3 € gekostet, also 2,95 €. Und dann habe ich noch Korean Style Udon Noodles geholt. Die brauche ich auch, um daraus Jjajangmyeon zu machen, weil das ist ja ein Nudelgericht. Also das kann man auch mit Reis machen, aber ich mache das lieber mit Nudeln. Wie gesagt, der Plan für die nächsten Videos ist auf jeden Fall einmal Kimchi selbst zu machen, dann mit den ganzen Produkten weitere koreanische Rezepte. Falls euch das interessiert und ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert bitte unbedingt den Kanal. Das ist komplett kostenlos für euch. Und dann kriegt ihr immer eine kleine Benachrichtigung, wenn ihr die Glocke auch aktiviert. Und dann verpasst ihr keins unserer Videos. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Like dafür. Wie gesagt, schreibt mal, ob ihr schon mal Kimchi probiert habt, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit Anastasia zusammen. Tschüss!